So look at this, a little turquoise, you know, ein bisschen bläulich da, türkisfarben. Und heute war die Ausbeute klein, aber ich bin halt fleißig dabei, diesen Biofilm an der Seite meiner, da wo die Ohren sind, ne, an den Kopf, an den Schädel zu zerquetschen, zu rausschaben, ne, mit dem Fingernagel, ne, systematisch mit Papiertuch. Und man spürt ja richtig, also so als würde man gegen Fett, ziemlich starken, so Fettgewebe irgendwie, so richtig weich, fast weich, ne, so richtig runterschaben, ne, als würde man weiches Plastik runterschaben, so. So I'm getting, today I also got rid of the biofilm, you know, from my side of the head. Yes, where the ears are attached to the head, to the scalp. So, you know, it keeps on going. And then I'm going to take a bath in that Natron. Im Natron werde ich später dieses Bad nehmen. Mal sehen, hoffentlicherweise tut es nicht allzu weh, weil es wird ein bisschen diluted, ne? Also aufgelöst. So, vielleicht sollte es nicht wehtun. Wo die Wunden offen sind, jetzt an den Fingern hier auch, an den Daumen. Da waren ja wieder neue Stellen da, wo ich ja... So, jetzt machen wir ein bisschen hauchen, hinhauchen. So now we're going to give him a CPR to those cotton things there. Ich gebe dir mal jetzt der Mund-zu-Mund-Beatmung, könnte man sagen. Hier machen wir so. There's a piece hanging there, look at this. Das ist ein extra Stück wahrscheinlich nur. Und das gehört auch dazu. Na, würde ich scharf bekommen. Hier, schaut aus wie eine Nadel, vorne. Wie eine Harpune sieht das Ding aus. Das liegt nur dran, um sich reinzubohren. Weil das hintere Teil sieht so aus. Vielleicht ist das hier auch der Kopf. Weil das sieht ja eher aus wie der Kopf. Das andere war nur schlank, aber mal sehen, wie es reagiert. Ne? This looks like the head part, not like the other one. Yeah. Because look at it, it's just sitting there. Because some of them, they do that, you know, they take a ride along. Those filaments. Hier, one more time that piece. Hier noch einmal für die anderen Englisch sprechenden, damit sie sich orientieren können. This may be the rear part. And not necessarily the top part or the head part of it. And they somehow catapult themselves off the strings. Like you've seen in a clip back, maybe. You know, I'm holding it normally straight, the way you see it right now. And suddenly they just push themselves off, like really, as if they were blowing themselves off or somehow, I don't know, like a magnet, they were just flying off, you know. So, ihr habt ja auch schon damals gesehen, ne? Vielleicht das einige Male, wo ich sowas ähnliches wie hier jetzt halt filme und mit den Pinzetten rummache und so weiter und auf einmal tun die sich eins oder einzelne davon sich einfach von dieser Gegend wegkatapultieren. Richtig schnell fliegen die weg. Es gab keinen Grund dafür, kein Blasen, Hinblasen, kein Wehen, oder weiß ich nicht, wie die das geschafft haben, ne? So, ich werde mir jetzt halt da mal hier die heiße Luft denen geben und mal sehen, wie die hier reagieren werden. So I'm going to give it now a hot breath and see what's gonna happen, if they're going to jump off or whatever. There we go. Look at this. This guy is really good something, huh? This guy's going nuts. Let's just go a little bit closer to this part here. See if there's something happening there. Wir schauen mal nach, ob hier irgendwas Interessantes passiert. Nicht wirklich? Okay, dann gehen wir mal hier rüber zu unserem Freund hier. Also der Teil, wo sich so wälzt, denke ich mal, dass das der Schnorchelteil ist. Ne? Weil der andere Teil normalerweise im Gewebe steckt. So I think the part that is swaying like that crazily, that is the snorkel part that is sticking out, that filament, you know, filament. And the other part is the part where it's sticking normally inside the skin, the tissue. So here I'm going to give it a breath one more time and see what happens. Again, there we go.
Wow, this guy is going crazy, huh? Going crazy. Wondering what is going on here. Eh? What the fuck going on here? Oh, he's going to jump off eventually. Der wird wahrscheinlich gleich wegspringen, so wie das aussieht hier. Ich mache ihn mal ein bisschen heller, damit wir wissen, wohin der fliegt. Oh ja, da ist es. So. Der macht sich wahrscheinlich bereit, hier loszufliegen, weil er wahrscheinlich die Hitze nicht ertragen kann. Ne? Also dann wissen wir, dass er das nicht mag. Das habe ich auch irgendwo gelesen oder so, oder auf YouTube, dass die nicht Hitze mögen, und das ist auch bei Borreliose ist es so, ne, dass man es so behandeln soll. Ne? Ich muss mir da so ein Buch besorgen, damit ich die Viecher wegheilen kann, dieses Borreliose-Shit. There we go. Ja, ich habe schon längst aufgehört. Ja? Nochmal, again. Very short, but he's still moving. Again, to bother him a little bit, to get really ticked off. Yeah, still holding, but I'm sure it's going to jump off eventually. He's quite aggressive, isn't he? Ziemlich aggressiv, nicht wahr? Könnte man sagen, wie dieser Arzt damals in dieser Uniklinik. Der hat sich genauso scheiße benommen, genauso sich so herumgewälzt, wenn ich ihn was gefragt habe. Also hat er wahrscheinlich schon sein Studium vergessen oder so. Haben sie ihn einfach dahin platziert und hier, verarscht die Leute. This strings here of behavior is like the doctor I've been to, you know, in that university about the dermatology bullshit. When I asked him something, he didn't want to answer to me. And he was moving just like this piece of shit here, ne? He just didn't want to answer for this and that. So you wonder what kind of doctor this is. And Germany has problems with doctors. We have so little doctors. That's why they're taking them from all over. Russian doctors, Polish. It's okay, fine with me. As long as they know what they're doing and they're not doing this just for money. You know, to make people pay. Look at this guy. He's not more so tight hanging onto it. So he may jump off eventually. Yeah, he's close to it. I think I'm going to dump him somewhere in liquid. That's a better way to do it. I'm going to put them in a safe place. Where shall we put this? So relax. I'm not going to hurt you anymore for now. I'm going to give you a little bath. Yes, you're gonna love it. So am I. So here is this here. To focus it in somehow. There it is, and there's our friend. See it? So I'm going to put him in here. So now you're in a safe place. Yes. Look at it. No more heat, huh? What's the matter, piece of shit? Yeah, look at this. Going down. He's down. I'm going to adjust the brightness to see our friends down there in hell. So that was a safe place here now for them. Locked up. He's not gonna jump anywhere. That's how they do it with humans.
Yeah? If you know too much, they don't like you, then they eliminate you. Oh, you know anything about Morgellons? Really? Okay. Yes, he's psychotic. Yeah, delusional. Okay. So, wenn man über Morgellon Bescheid weiß, dann automatisch hat man Dermatosenwarn, ne? Das gehört ja dazu. Sorry, this is the bottle. I'm going to adjust the light one more time here. This, come here.